Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Thema Ein- und Ausatmen beim Spielen eines Blockflötenstückes, wann und wie du das tun kannst. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu schönem und gutem Blockflötenspiel. Das Einatmen während eines Stückes, also die Atemzeichen, die man dann beachten muss, das ist ein Thema, was viele von euch beschäftigt. Dazu habe ich viele Anfragen bekommen, ob ich mal ein Video dazu machen könnte. Und ihr habt ganz recht gehört zu Anfang, es geht hier um das Ein- und Ausatmen während des Blockflötenspiels. Ich möchte euch heute vertraut machen mit einer speziellen Technik, die ich anwende und die ich auch bei meinen eigenen Lehrern damals in Holland gelernt habe, die sogenannte Fischmaul-Technik. Wieso das so heißt, werdet ihr gleich erfahren. Also es geht hier nicht um die prinzipielle Art und Weise des Atmens beim Flötespielen, denn das ist natürlich die Zwerchfellatmung, die tiefe Bauchatmung. Dazu habe ich ja auch schon mal 2 Videos gemacht, die verlinke ich euch hier oben nochmal. Es geht hier wirklich heute um das Problem, wie komme ich von einem Atemzeichen in meinem Stück zum nächsten Atemzeichen, ohne in Atemnot zu geraten oder sogar, das kennt ihr vielleicht, das Gefühl zu haben, dass ich gleich platze, dass ich zu viel Luft habe. Das kommt vor allem vor, wenn man kleinere Blockflöten spielt, also Sopran-Blockflöte oder Sopranino. Also diese Fischmaultechnik. Das Prinzip dabei ist, dass ihr natürlich durch den Mund einatmet. Das sollte man immer tun beim Blockflöte spielen. Und zwar so häufig wie möglich den Mund aufmacht beim Spielen, sobald ihr die kleinste Lücke habt, wo das möglich ist. Bei der Technik, wie ich sie anwende und euch heute verklickern möchte und wie viele andere Blockflötisten sie auch anwenden, atmet ihr je nach Bedarf ein oder aus. So entsteht sozusagen ein permanenter Luftausgleich und habt ihr das Gefühl, dass ihr einfach durchatmet beim Spielen, ohne dass ihr in Atemnot geratet. Das bedeutet, dass ihr ganz oft gar nicht mit einem Atem auskommen müsst bis zum nächsten Atemzeichen. Das ist häufiger möglich, als ihr denkt. Es gibt Passagen, da geht es absolut nicht. Da kann ich nicht zwischendurch mal den Mund aufmachen und einatmen oder Luft rauslassen, wenn ich zu viel drin habe. Für ganz viele Passagen gilt dann, wenn ihr diese Technik mal probieren möchtet, dass ihr nicht mehr durchhalten müsst bis zum Ende der Passage. Denn was passiert, wenn ihr das ständig versucht, immer mit dem Atem ganz durchzukommen über längere Passagen? Ihr habt dann ganz wenig Zeit, um ganz viel Luft reinzubekommen. Und das ist sowieso schon nicht einfach, aber dann kann es auch passieren, dass ihr in dem Moment doch eine zu hohe Atmung anwendet. Also auch wenn ihr zu Anfang des Stückes super schön in den Bauch eingeatmet habt, und an so einer Atemzeichenstelle passiert es dann manchmal, dass ihr zu hoch atmet und dann eigentlich gar nicht viel Luft auch einatmen könnt. Und dadurch entsteht zum Beispiel auch manchmal dieses Gefühl, ich habe eigentlich zu viel Luft und trotzdem kann ich gar nicht laut blasen, in so eine Sopranblockflöte zum Beispiel. Vielleicht schaut ihr euch mal ganz viele Blockflötenspieler an, auf YouTube oder sonst wie, und achtet mal drauf, wie die das machen. Am Ende dieses Videos habe ich euch noch ein kleines Stückchen von mir gespielte Musik reingestellt. Da könnt ihr ein Beispiel hören, wie ich viele Schnappatmungen mache, aber auch Stellen habe, wo ich sehr lang durchhalten muss mit dem Atmen, was aber wirklich spielend leicht geht und Spaß macht, weil ich ja sozusagen durchgeatmet habe. Wie könnt ihr das jetzt üben, falls ihr möchtet?
Ich würde euch empfehlen, fangt erstmal an mit ganz langsamen einzelnen Tönen. Bei denen ihr immer eine Atmung zwischendurch macht, mal ein, mal aus oder mehrmals aus, dann ein. Ich habe also hier sowohl ein- als ausgeatmet. Und wenn ihr das probiert und das klappt erst und ihr merkt, nach einigen Tönen wird es irgendwie schwieriger, dann habt ihr doch so ein Platzgefühl, so ein oder so, ich schaffe es nicht, dann habt ihr doch wahrscheinlich die Luft zu sehr festgehalten. Ihr braucht keine Angst zu haben, ihr werdet ja immer genug Luft haben. Ihr könnt ja jederzeit wieder einatmen und eben ausatmen bei eurer Mundöffnung. Also probiert das ganz geduldig. Und dann ist diese Technik des Schnappens auch sehr nützlich für das Timing. Denn wenn ich zum Beispiel wiederholte Töne habe, die möchte ich ja oft kurz gespielt haben. Und da ist es super mit dieser Mundöffnung, dann kann man nämlich die Töne sehr schön rhythmisch spielen. Also bei ganz kurzen, wiederholten Tönen ist ja oft das Problem, dass man ein bisschen nach vorne eilt. Und durch diese Mund-Fischmaulatmung ist das Timing fast von selbst perfekt eigentlich. Brauche ich mich gar nicht anzustrengen. Seid geduldig, erwartet nicht, dass es gleich klappt. Das ist immer so, wenn man was Neues probiert. Und was auch passieren kann, dass jetzt plötzlich beim Spielen andere Sachen schiefgehen, die doch sonst immer klappen. Das ist so ein Phänomen, wenn man was Neues ausprobiert. Also macht euch da keinen Kopf. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ob ihr davon schon mal gehört hattet, ob ihr das eigentlich auch selbst vielleicht schon anwendet, wie es euch bekommt, wenn ihr das übt. Und ja, teilt mir doch mal mit, was eure Erfahrungen sind mit den Atemzeichen und dem Einatmen beim Spielen eines Stückes. Jetzt noch, wie versprochen, ein Stückchen mit Schnappatmungen und sehr langem Atem. Ein Ausschnitt aus einer Bach-Sonate mit obligatem Cembalo, die ich zusammen mit dem Siebe Henstra hier gespielt habe. Und ich sage schon mal Tschüss, bis nächsten Freitag.